Hallo Leute, ich bin heute hier an der Marzahner Mühle und habe mir eine neue Frage gestellt. Kann man mit einem Anzug und dem Fahrrad zu einem Bewerbungsgespräch fahren? Sicherlich, 2-3 Kilometer sind hier gar kein Problem. Aber geht das Ganze auch für 17 Kilometer quer durch die Stadt? Hauptstraßen, Fahrradwege, Ampeln ohne Ende. Das will ich heute rausfinden mit euch. Was mich natürlich noch frage ist, wie geht mein Körper damit um? Mir ist jetzt schon ziemlich warm, obwohl es eigentlich nur so 16 Grad sind. Die Schuhe sind super eng. Ziel meiner Strecke ist der Potsdamer Platz. Gerade da arbeiten viele Leute mit Anzug. Deswegen wird es mal interessant zu sehen, ob das überhaupt praktikabel ist mit dem Anzug. Ja, wie stark werde ich schwitzen, werde ich nachher riechen. Werden die Haare halten? Alles Fragen, die diese Video beantworten werden. Dabei ist wieder mein New Road Race mit meiner normalen Anhängetasche. Wie im letzten Video schon erwähnt, ich mag einfach keine Rucksäcke. Mein Sohn Leonard hat eine Überraschung vorbereitet. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich bin schon tierisch gespannt. Wir werden es sehen. Klar, Fahrradhelm und Schutzbrille sieht mit einem Anzug natürlich noch weniger gut aus als sonst mit Fahrradsachen. Aber die Sicherheit geht mir an der Stelle vor, deswegen immer mit Helm und Brille. Wir fahren jetzt zusammen von der Marzahner Mühle rüber zum Potsdamer Platz. Ich lasse mich einfach treiben vom Navi und mal gucken, wo es mich lang führt. Bin schon mal total gespannt, was Leo für eine Überraschung für mich vorbereitet hat. Laut Navi fahren wir direkt die Landsberger Allee runter bis Richtung zum Alexanderplatz und biegen dann in Richtung Potsdamer Platz ab. Lass uns mal überraschen, ob es hier Fahrradwege gibt und ob die gut befahrbar sind. Auf jeden Fall schon mal ziemlich laut hier an der Straße. Schön ist anders. Ich muss jetzt schon feststellen, nach den ersten Minuten, Fahren mit dem Anzug ist gar nicht mal so gemütlich wie mit Fahrradkleidung. Hemden sind ja in der Regel sehr eng geschnitten, damit sie gut sitzen am Hals. Die Krawatte auch gut reinpasst. Was beim Fahrradfahren doch eher nachteilig ist, wie es aussieht. Bis jetzt sind die Fahrradwege doch eher ein bisschen holprig hier. Lauter Platten, die gelegt sind. Ab und zu gibt es auch eine kleine Sprungschanze, mit der man gar nicht rechnet. War ja in einer großen Kirche. Oh, es klingelt. Leonard ruft an. Bin schon mal gespannt, was er für uns hat. Ich halte mal an. Hallo Papa, bei einem Bewerbungsgespräch musst du auch Standardfragen beantworten. Bist du darauf vorbereitet? Hallo Leo. Ja, ich denke schon. Wieso? Wenn du gut vorbereitet bist, dann wirkst du professioneller. Ich suche ein paar Fragen raus und rufe dich dann wieder an. Bis später. Hallo Papa, hier kommt die erste Frage. Welche 3 positiven Charaktereigenschaften fehlen dir? Manchmal bin ich ein bisschen vergesslich. Deswegen habe ich immer ein Notizbuch dabei und schreibe mir die wichtigen Sachen auf. Warum hast du nochmal angerufen? Hat sich schon erledigt. Ich rufe später nochmal an. Okay. Erste Ampel hier. Ganz hinten hinter mir eine riesen Baustelle zu sehen. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade angehalten bin. Die Straße ist hier gesperrt. Wow. Aber jetzt ist grün. Jetzt können wir hier weiterfahren. Müssen nur rausfinden, wo hier der Fahrradweg ist. Laut Google soll ich auf der Straße fahren. Ich guck mal. Weiß nicht, ob man das Fahrradweg nennen kann. Wir lassen uns einfach mal leiten von Google. Mal gucken, was passiert. Geht auf jeden Fall schon mal ein Stück bergauf. Es kommt ja noch eine Einfahrt. Also fühlt man sich als Fahrradfahrer jetzt nicht besonders wohl hier auf der Baustelle und der großen Straße. Hoffen wir mal, das gleiche Fahrradweg kommt ein richtiger. Ah, da vorne Fahrradweg in Sicht. Sehr gut, bloß runter von der Straße. Jetzt befinde ich mich hier auf der Landsberger Brücke in Höhe von Knorr-Bremse. Einige kennen das vielleicht, große Firma. Stellt Bremsen her. Also als Autofahrer hat man ja auch gerade kein Vergnügen. Steht ja überall die Hälfte der Landsberger Allee hier. Oh, es klingelt. Leo ruft wieder an. Ich halte mal an. Hallo Papa, hier kommt die zweite Frage. Was macht dich besonders? Lass mich kurz überlegen. Ich lerne ziemlich schnell neue Dinge, besonders wenn ich diese interessant finde. Ja, außer wenn es um Online-Spiele geht. Da kann man auch nicht einfach Pause drücken, wenn das Essen fertig ist. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay. Oha. Endstation.
Ich muss wieder irgendwo zurück und mir einen neuen Weg suchen. Hier geht's leider nicht weiter. Bis gleich. So, hab einen Weg gefunden. Hier ist eine Ampel, über die man rüberkommt, auf die andere Straßenseite. So, eine halbe Ewigkeit später an der Baustellenampel. Ist unglaublich, wie man da ins Schwitzen kommt, wenn die Sonne auf einen runterdonnert. Laut Handy haben wir gerade mal 17 Grad. Aber der Asphalt, der drückt so dermaßen die Wärme wieder hoch. Ganz schön warm im Anzug. Aber der Fahrtwind hilft jetzt ein bisschen. Kühlt ein bisschen ab, das tut ganz gut. Die Wege hier, die wurden garantiert das letzte Mal gemacht, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Und das ist schon über 43 Jahre her. Also der Weg wird hier echt immer schlechter. Wahnsinn! Das mitten in der Stadt. Ah, es klingelt. Leo ruft wieder an. Ich halte mal an. Hallo Papa, hier kommt die dritte Frage. Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben? Ah, das ist einfach. Wertschätzend, motivierend und einfühlsam. Ja, du weißt deine Ruhe zu schätzen und bist motiviert, wenn es ums Fahrradfahren geht und einfühlsam wie ein Stein, wenn ich Computer spielen möchte. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich. Hey, hier habe ich jetzt mal ein schönes Stück Fahrradweg gefunden. Gut asphaltiert. Direkt kurz hinter der Pyramide. Man sieht recht viele Kräne. Hier wird ordentlich gebaut. Bin schon mal gespannt, was da jetzt passiert. Hier muss man aufpassen, dass er nicht zum Situationsbaustein für die Bauarbeiter wird. Jetzt bin ich hier auf der Höhe von Ikea in Lichtenberg. Oh, es klingelt wieder. Leo ist wieder dran. Mal gucken, was er jetzt hat. Ich halte mal an. Aber hier kommt die 4. Frage. Was ist deine größte Schwäche? Ich kann nicht lange rumsitzen. Ja, auf der Couch nicht, aber auf dem Fahrradsattel. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich. Hey, gibt's noch was Neues? Anstatt ein Zirkus, ein Dino-Park oder ein Dino-Zirkus. Ist ja auch mal interessant. Die Tiere können ja gar nicht mehr allein, die sind schon lange ausgestorben. Ikea liegt jetzt hinter uns. Jetzt bin ich auf der Höhe von Globus Baumarkt. Fahrradweg hier ist noch okay. Ich glaube, ich fahre nur die ganze Zeit auf der falschen Seite. Also wechseln wir die Straßenseite in der Höhe von Höfner. Mal gucken, was uns da drüber erwartet. Wind ist heute mal sehr angenehm. Mir ist warm. Ich schwitze schon. Ich glaube, trocken werde ich heute nicht ankommen. Aber Fahrradweg ist noch stabil gut. Bin jetzt auf der Höhe vom Allee Center. Fahrradweg ist immer noch top, man kommt super voran. So lobt man sich das. Auch die Straße ist noch relativ frei. Ich glaube, da sind die Autofahrer auch sehr dankbar drüber. Ah, es klingelt. Leo ist wieder dran. Mal gucken, was er jetzt für eine Frage mitgebracht hat. Papa, hier kommt die 5. Frage. Bist du ein kreativer Mensch? Hey, ich arbeite bei der IT. Wir sind für unsere Kreativität bekannt. Ja, wie man Anfragen von Kollegen kreativ aussetzen kann. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Hier geht's gerade zügig bergab. Der Wind kühlt. Das ist gut. Einwandfrei. Schon wieder eine Baustelle. Landsberger Allee. Eine komplette Seite aufgerissen, wird wahrscheinlich erneuert. Ein bisschen Abwechslung bei den Baustellen muss auch sein. Jetzt fehlt zur Abwechslung mal die Mitte von der Straße zwischen der Landsberger Allee. Ah, es klingelt. Leo ruft wieder an. Mal gucken. Ich halte mal an. Hallo Papa, hier kommt jetzt die 6. Frage. Was motiviert dich auf der Arbeit? Wenn ich Sachen gestalten kann und sehe, wie diese wachsen und gedeihen. Ich erwähne mal lieber nicht unseren Rasen. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich. Falls ihr schon gefragt habt, wie es meinen Füßen geht, denen geht's erstaunlich gut. Hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Ich trete aber auch nicht so hart in die Pedale wie sonst. Ich fahre ja zum Bewerbungsgespräch. Da will ich nicht komplett kaputt ankommen. Fahrradwege haben wieder ein bisschen nachgelassen. Schon ein bisschen älterer Natur hier. Bin gerade auf der Höhe von der Kreuzung, wo Burger King ist. Und das Landelshotel. Da wieder ein kleines Stück bergab rollen lassen. Sehr angenehm. Fahrradweg ist auch wieder besser geworden jetzt hier. Fahre jetzt in Friedrichshain ein. Jetzt wird alles schon ein bisschen dichter hier an Gebäuden. Es klingelt wieder. Leo ist wieder dran. Ich halte mal an. Hallo Papa, hier kommt die 7. Frage. Was war dein größter Misserfolg? Das war das Fußballspiel gegen dich. 10:1 verloren und du warst gerade mal 8 Jahre alt. Ja, da habe ich dich richtig auseinandergenommen. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Weiter geht's.
Ab zur nächsten Ampel. Glück gehabt. Hat gerade auf grün geschaltet. Der Fahrradweg hier ist schlecht. Zwischen SEZ und Vivantes Krankenhaus. Schlechter Fahrradweg. Riecht hier ganz schön stark nach Abgasen. Kriegt man noch ein bisschen schwerer Luft als so schon mit der Krawatte. Leo ist wieder dran. Frag mich gerade, wo der die ganzen Fragen her hat. Hallo Papa, hier kommt die 8. Frage. Was kannst du zum Unternehmenserfolg beitragen? Mit meinem ausgeprägten Prozessdenken und Prozesswissen trage ich zu Verbesserungen in den Unternehmensprozessen bei. Ich weiß zwar nicht, was das heißen soll, aber egal. Aber seine Kollegen haben mal gesagt, dass er nicht mal ohne Plan auf Toilette geht. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich. Ein herrliches Wetter heute. Jetzt genießen wir die kurze Bergabfahrt hier wieder. Der Fernsehturm ist schon in Sicht. Irgendwie immer komisch, wenn man auf der Straße fährt. Dass viele Autos an einem vorbeirauschen. Fliegemoor. Verdammt. Man ist halt mittendrin beim Fahrradfahren. Es klingelt. Leo ist wieder dran. Mal gucken, was er hat. Hallo Papa, hier kommt die 9. Frage. Was unterscheidet dich von anderen Bewerbern oder Bewerberinnen? Ich komme mit dem Fahrrad. Ich habe einen Anzug an, fahre 17 Kilometer zum Gespräch und werde dabei von dir mit lauter Fragen gelöchert. Hä? Das ist ein Argument. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich. Wenn man zu einem Bewerbungsgespräch fährt, fühlt sich irgendwie immer an, als wenn man ein bisschen Lampenfieber hat. Man versucht sich zu verkaufen, im höchsten Wert, der möglich ist, mit der Erfahrung, die man bietet. Ich glaube, für beide Seiten keine einfache Situation, so ein Bewerbungsgespräch. Ich habe selbst schon Gespräche geführt, wo ich der Bewerber war, aber auch Bewerbungsgespräche, wo Bewerber sich mir vorstellen mussten. Den Bewerbern war bis jetzt immer die Nervosität anzusehen. Da habe ich versucht, ein bisschen die Situation aufzulockern, weil eigentlich ist es nichts anderes als ein Kennenlerngespräch, bei dem man natürlich einen guten Eindruck hinterlassen will. Ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit auf dem Fußgängerweg unterwegs bin und nicht auf dem Fahrradweg. Ich wechsle mal kurz runter auf die Straße. Fährt sich gleich viel besser von der Fahrbahn her. Gefühlt ist hier noch wärmer in der Stadt, als in Marzahn, wo ich angefangen habe zu fahren. Hier ist ein echt breiter Fahrradweg. Total klasse. Meine Bahn, ich muss mich beeilen. So, über die Kreuzung müssen wir rüber. Einmal links abbiegen. Vor mir liegt direkt der Fernsehturm. Auf der Strecke hier teilt man sich den Fahrradweg mit dem Bus. Der Asphalt war hier auch schon mal besser im Schuss. Vor 40 Jahren vielleicht. Quer durch die Stadt, immer wieder ein Erlebnis. Viele Baustellen, viele Fahrzeuge, viele Menschen. Es klingelt, Leo ist wieder dran, ich halte mal an. Hallo Papa, hier kommt die 10. Frage. Auf welche beruflichen Erfolge bist du besonders stolz? Da, wo meine Arbeit zu mehr Zufriedenheit bei den Kollegen beitragen konnte. Gib mir noch mehr Handyzeit, dann wäre ich auch noch zufriedener. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich, ich bin gespannt. Es klingelt, Leo ist wieder dran. Ich halte mal an hier. Hallo Papa, jetzt kommt die 11. Frage. Was erwartest du von deiner neuen Führungskraft? Offenheit und eine gute Kommunikation. Okay, dafür bin ich auch. Ich liebe eine offene und gute Kommunikation. Gib mir mehr Handyzeit. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich. Irgendwie riecht es hier ganz schön nach grüner Wiese. Gerollter grüner Wiese. Schönen Gruß an Ifan. Die Straße kennst du garantiert. Im Hintergrund das Rote Rathaus. Aufpassen, dass man hier nicht außer dieses Parkhaus reinfährt. Der Berliner Dom. Viel los hier. Es klingelt. Leo ist wieder dran. Ich guck mal, was er hat. Hallo Papa, hier kommt die 12. Frage. Welche Stärken zeichnen dich als Führungskraft aus? Starke Eigenmotivation und emotionale Intelligenz. Ja, das stimmt. Papa macht am liebsten das, was er möchte. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich.
Fahrradwege sind hier super. Die haben auch genug von der Straße weggenommen, dass man dementsprechend als Fahrradfahrer gut vorankommt. Den einen freut's, den anderen ärgert's. Ah, da winken Leute. Die sehen, dass ich einen Film drehe. Ein lustiges Gefährt. Oh, ich muss abbiegen. Und ich dachte immer, beim Fahrradfahren ist man einsam. Kann sogar als Familienausflug machen. Kopfsteinpflaster, das macht Spaß. Nein, macht's nicht. Kein Fahrradweg hier in der Nebenstraße. Es wird gebaut und gebaut und gebaut. Das Titanic Hotel. Ich hoffe nicht, dass das untergeht. Ah, es klingelt. Leo ruft wieder an. Ich halte mal an. Hallo Papa, jetzt kommt die 13. Frage. Warum hast du dich bei der Firma beworben? Google Maps ist der Meinung, dass der Fahrradweg dorthin ganz gut ist. Ich glaube nicht, dass sie das hören wollen. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Alles klar, bis gleich. So wie es aussieht, wurde die Charlottenstraße komplett in eine Fahrradstraße umgebaut. Die biege ich jetzt ein. Bin ich selbst noch nie gefahren. Ist nur für Anlieger freigegeben und Fahrradfahrer natürlich. Fußgänger kreuzen hier eine ganze Menge. Man kann auch direkt auf der Straße ein Restaurant eröffnen. Die Architektur in Berlin ist schon sehr beeindruckend. Die Mohrenstraße. Ich habe gleich mein Ziel erreicht. Potsdamer Platz liegt quasi direkt vor mir. Hier sind eine ganze Menge Restaurants. Es riecht ganz lecker nach Essen hier überall. Ich bemerke, ich kriege Hunger. Frage an euch, sollte man hungrig zu einem Bewerbungsgespräch gehen? Es klingelt, Leo ist wieder dran. Ich suche mir mal eine Stelle, wo ich anhalten kann. Hallo Papa, jetzt kommt die 14. Frage. Wie sieht dein perfekter Arbeitstag aus? Das ist eine leichte Frage. Wie der 1. Mai. Das ist schließlich der Tag der Arbeit. Hey, das ist doch mein liebster Schultag. Ich rufe gleich wieder an. Bis später. Okay, bis gleich. Hier ist die Mall of Berlin. War ich noch nie gewesen. Altes Gebäude, neues Gebäude. Vor uns direkt der Luftballon oder der Heißluftballon. Den sieht man gelegentlich über Berlin schweben. So, Endspurt. Ich kann den Potsdamer Platz schon sehen. Jetzt fängt es an zu nieseln. Jetzt nieselt es etwas stärker. Und die Ampel wird rot. Perfekt. Zum Glück bin ich gleich da. Regen ist genau das Richtige, was man jetzt braucht vor einem Bewerbungsgespräch. Nicht. Das kann ich jetzt behaupten, ich bin vom Regen nass geworden, nicht vom Fahrradfahren. Ich wusste gar nicht, dass da noch der Weihnachtsmarkt ist. Vielleicht gehe ich nachher auch noch eine Runde hüpfen. Hier gibt es sogar was zu fressen für die Vögel. Ich habe mein Ziel erreicht, bin am Potsdamer Platz angekommen. Halbwegs trocken, zumindest von außen, weil der Niesel war nur ganz zum Schluss. Verschwitzt bin ich schon ein bisschen, aber nicht ganz so doll wie gedacht, weil ich auch nicht so schnell gefahren bin. Den Füßen geht's gut, auch besser als gedacht bei den engen Schuhen. Es ist prinzipiell möglich, mit dem Anzug zum Bewerbungsgespräch zu fahren, mit dem Fahrrad, auch wenn es 17 Kilometer sind. Man darf halt nur nicht zu schnell fahren. Ein bisschen Wind und nicht so warmes Wetter war natürlich auch sehr förderlich dafür. Worauf es jetzt noch ankommt ist, hält der Style? Wir nehmen den Helm ab und schauen mal, wie es aussieht. Das Fazit fällt dann nüchtern aus. Die Frisur ist im Eimer. Die hat jetzt dieselbe Form wie der Helm. Die kriege ich auch garantiert nicht mehr repariert. Alles in allem hat Spaß gemacht, dieses Experiment durchzuführen. Ein großes Dank geht noch raus an meinen Sohn Leo, der mich sehr gut unterstützt hat hier bei diesem Video, mich darauf vorzubereiten, wie mein Bewerbungsgespräch, seine Gedanken zu sortieren. Dafür waren die Fragen wirklich sehr hilfreich. Danke Leo, ich hab dich lieb. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in einem neuen Video.